Herzlich willkommen zu Off Court. Das ist was Neues vom SCM für SCM-Fans und solche, die es werden sollten. Wir verlassen einfach die Handballhalle, haben nichts mit schneller Mitte zu tun, keine Monsterparaden, keine quietschenden Schuhe, keine lauten Zuschauer, sondern wir begeben uns an Orte, die zu den Spielern passen, die so ein bisschen inspirierend sind und die uns dazu bringen, mal andere Fragen zu stellen als über harzige Hände und Spielausgänge oder wie es dann mit dem nächsten Gegner aussieht. Ob der Ort, an dem wir uns jetzt hier gerade befinden, zu dem Spieler heute passt, werden wir gleich sehen, denn wir haben es heute mit einem der bekanntesten des SC Magdeburg zu tun, mit Gisli Christiansson. Gisli, hallo. Hi. Ich habe gerade gesagt, wir suchen Orte, die zu den Spielern passen. Wie sehr passt dieser Ort zu dir? Solche Orte in Island gibt es sicherlich, aber mit dem Wetter und ob alles stimmt mit Wind und so weiter, passiert selten. Also wir haben was Einsames gesucht, wir haben was mit Wasser gesucht. Ja. Und so ein bisschen auch was mit Freiheit zu tun hat, weil ich persönlich und auch die Fans von dir haben sicherlich den Eindruck, wenn sie so auf deinen Socials unterwegs sind, das ist etwas, worauf du wirklich stehst. Ja, das stimmt. Ich mag wirklich die Freiheit. Du bist auch gerne in der Natur, warum? Wir haben viele Spiele, wir sind so viel unterwegs und ja, ich finde die Natur und so, ja, solche Orte wie diese hier, die gibt mir ein bisschen, ja, die benötige Ruhe. Die Urlaubszeit ist noch gar nicht so lange her. Du warst in Island, du warst zu Hause. Ja. Du hast sogar den einen oder anderen Moment mit uns, der multimedialen Welt, geteilt. Ich erinnere mich an einen, wo du in so einem Geysir saßt oder so, unter freiem Himmel. Habe ich das richtig beobachtet? Ich war hoch in den Bergen in Island und da war so ein Ort mit so warmes Wasser und das war einfach, ja, richtig wunderschönes Ort, wo ich mit meiner Freundin war und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Wetter dieses Sommer in Island war wirklich traumhaft. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in das Island deiner Kindheit. An was erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich einfach, dass ich war mit meinen besten Freunden einfach draußen nach der Schule. Dann war ich beschäftigt mit irgendwelchen Sportarten. Die Freiheit habe ich auch von meinen Eltern bekommen, dass ich könnte einfach, was mir Spaß machte, konnte ich einfach machen. Und dafür bin ich auch ganz ehrlich sehr dankbar zu meinen Eltern, dass ich dürfte einfach machen, was ich wollte. Wenn Eltern ihre Kinder erziehen, müssen sie ja manchmal auch irgendwie Sachen verbieten, weil jemand was angestellt hat oder so. Dann wäre bei dir die Möglichkeit gewesen, den Sport zu verbieten und dann hättest du es begriffen, oder nicht? Meine Eltern haben mir nie irgendwas verboten. Geil. Also das war für mich auch ziemlich geil. Also wenn ich das zurückblicke, in dem Moment habe ich das nicht irgendwie darauf geachtet, dass die irgendwas so gemacht haben, aber ich konnte einfach alles machen. Ich habe eine riesen Herausforderung angenommen. Ah, okay. Pass auf, ich kenne ja jemanden. Hier, Du kennst jemanden? Café Oase für die Sinne in Sudenburg. Okay. Und ich habe nur gesagt, ich treffe mich mit Gisli Christiansson, mit einem Handballprofi, dem Essen extrem wichtig ist. Könnt ihr nicht mal vielleicht irgendwie einen Picknickkorb für mich zusammenstellen? Okay. Und jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir, hat gesagt, da wird wenig dabei sein, was der wirklich isst. Ja. Gisli achtet auf alles und Gisli ist da auch sehr, sehr genau und so. Wir fangen jetzt erstmal an. Also so mit Obst und so weiter kommst du klar. Ja. Würdest du jetzt essen? Ja, auf jeden Fall. Wie viel isst du da so am Tag und wann und wo? Wie machst du das? Ich versuche halt einfach darauf zu achten, an meinen Körper zu hören. Und wenn ich trainieren jetzt im Saison eigentlich immer vormittags jetzt. Ja. So ich versuche halt einfach meine Kohlenhydrate drum die Training zu einrichten. Was magst du am liebsten? Banane oder hier haben wir einen Pfirsich oder einen Apfel? Ich nehme das. Ja. Ja? Also du musst jetzt nicht reinbeißen, weil ich biete dir ja noch andere Sachen an. Übrigens, hier haben wir Skir.
Ist das Skir? Ja. Ja, okay. Und dann haben wir Skir, wird es ausgesprochen, Skir? Ist das Skir. Skir? Ist doch isländisch, oder nicht? Ja, Skir ist das nicht, ja genau. Ja, und dann natürlich mit verschiedenen Obstsorten drin und so weiter. Ja, das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Das Guck mal esse ich an. auch eigentlich jeden Tag. Skir esse ich jeden Tag. Ja? Ja. Also vielleicht essen wir das dann nicht gleich, wenn wir es fertig. Also da treffen wir mit. Das Ja, ja, 100%. Okay. Du würdest niemals eine fettige große Pizza nach dem Spiel essen, oder? Kommt klar vor, weil du gerade gespielt hast und du brauchst Irgendwas. du brauchst Kohlenhydrate nach dem Spiel und also ja, ich versuche einfach halt einen Mix von Carbs und Eiweiß zu essen. Da habe ich was für dich. Und zwar was Ja. ganz speziell aus der Region. Echt, ja? Ja, ich bin echt gespannt. Okay. Und zwar Kohlenhydrate, also Brot. Okay. Und auf dem Brot ist Harzer Käse. Harzer Käse? Harzer Käse. Okay. Der hat 0 Fett und massiv Eiweiß. Okay. Willst du einmal so ein Brot mit Harzer Käse probieren? Das würde mich interessieren. Ob dir das schmeckt. Käse. Der gesamte Harz, und da gibt es so viele SCM-Fans und auch Okay. Menschen, die sind jetzt gespannt. Also schmeckt. Wirklich? Ja. Könnte sein, wenn du den ab jetzt kaufst bei euch zu Hause und den aus dem Kühlschrank holst, dass deine Freundin mit dir nicht mehr zusammen Ja. Abend essen möchte, weil der Käse ist wirklich... Nee, schmeckt. Also, Wirklich? Ja, ist ganz okay. Ja. Bist du ein Kuchenesser? Du bist gar Nee, kein Kuchenesser? Nee, als ich 12 oder 13 Jahre alt war, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich wollte kein so ungesundes Essen. Mein Bruder hat die Entscheidung erst getroffen und hat das getan. Und das tat mir richtig gut. Es sah richtig gut aus. Es sah richtig irgendwie. Und dann, ja, ich will wie mein großer Bruder sein werden. Und dann habe ich das auch gemacht. Und ja, dann habe ich irgendwie das weitergemacht. Was wissen wir von Island nicht, was wir vielleicht wissen sollten? Wir sind sehr lässig. Also wir sind sehr, ich würde sagen, ruhig. Und wenn zum Beispiel irgendwelche Panik kommt, ist eigentlich die nationale so Sprichwort, was alle Isländer kennen. Ich werde es jetzt auf Isländisch sagen. Das heißt, þetta reddast. Und das, Nochmal bitte. þetta reddast. Tettarettas? Ja, þetta reddast. Und das bedeutet eigentlich, also kriegen wir hin, also wird schon, also wird alles gut. Also wenn irgendwelche Panik kommt oder sowas, dann einfach kein Stress, wir kriegen eine Lösung hin. Was bist du für ein Typ, wenn du so Heimweh hast? Rufst du dann an? Schreibst du eine WhatsApp? Machst du einen Dings-Call, einen FaceTime-Call? Rufe einfach an, FaceTime oder was auch immer. Ja, ich rufe halt auch gerne meine Eltern an und meine Freunde. Wie oft telefonierst du mit deinen Eltern am Tag? Eigentlich, ja, also jeden Jeden Tag? Jeden Tag eigentlich. Jetzt etwas weniger vielleicht mit meiner Mama, weil jetzt ist richtig viel zu tun bei ihr. Wieso, was macht deine Mama gerade? Sie ist Außenministerin in Island. Das zu tun. Ja, SC Magdeburg, was bedeutet dir das? Du bist hier, es gibt so viele Leute in der Handballwelt, die einen Gisli Christiansson super gerne in ihrer Mannschaft hätten. Und die rufen ja auch bei dir an. Und dann musst du mit denen telefonieren. Und die versprechen dir bestimmt ganz viele tolle Dinge. Aber trotzdem bist du bis jetzt immer hier in Magdeburg geblieben. Warum? weil mir das Mentalität hier sehr gefällt. Die Leute in der Stadt einfach, die lieben das Verein, das merkt man einfach, wenn man in der Getig Arena spielt, dass alle brennen fürs Club und dass wir können uns verbessern, wir können uns einfach immer ein bisschen stärker machen. Mhm. Und das habe ich halt auch einfach vom Anfang an gemerkt, als ich kam hier 2020, dann war immer so, ja, wir wollen versuchen, da Top 5 zu sein, ja, und wir wollen da oben mitspielen. Und wenn wir zum Beispiel gegen die großen Gegner, also THW oder Flensburg, oder wenn wir gewinnen, ja, schön. Aber wenn wir verlieren, auch, also ist nicht schlimm. Weißt du? Okay. Und ich finde halt, jetzt ist das einfach so, ja, jetzt können wir alle schlagen. Nee. Alle Mannschaften in der Welt können wir jetzt schlagen. Ihr seid im Moment der erfolgreichste Handballverein der Welt.
Ja, Das aber klingt total komisch, aber ja, selbst genau. das Internet sagt das. Ja, aber ich meine, meine Meinung ist, 2020 war es nicht so. Das stimmt, Also ja. das ist halt einfach, wir sind uns Stück für Stück einfach immer so weiterentwickelt und auch so im Kopf, nicht nur handballerisch, sondern auch so, wir wollen immer höher, einfach immer und auch weiter und das gefällt mir. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dich entschieden hast, mit einer gerade ausgekugelten Schulter wieder im Champions League Finale Nummer 1 zu spielen, weil du dachtest, die Chance kommt so schnell nicht wieder? Also das erste Mal war natürlich schon der Hammer, irgendwie das erste Mal die Champions League zu gewinnen und auch die ganze Geschichte davor ist einfach, also solche Emotionen, die mir runtergefallen sind nach dem Finale, das habe ich nie erlebt. Es lässt sich immer gut erklären von Freunden. Was haben deine Freunde dir darüber gesagt, wie die das wahrgenommen haben? Die dachten auch irgendwie an dem Finaltag gegen Kielce. Dann kam ich sehr spät rein in die Halle und das war wegen die Spritze, die ich damals bekommen habe für die Schmerzen. Wir haben uns schon warm gemacht und dann kam ich irgendwie 20 Minuten später und die dachten, das war irgendwie alles so ein Show irgendwie, und die haben das nicht irgendwie wahrgenommen, okay, warum kommt er jetzt so spät? Und ich habe es auch gemerkt in der Erwärmung, trotz aller Schmerzmittel, die ich da drin hatte. Ich konnte nicht ich konnte nur den Oberarm benutzen und dem Handgelenk. Und selbst hier und zu werfen tat so dolle weh, aber dann irgendwie doch hat es geklappt mit so Adrenalin und mit einfach Wille, dass ich wollte unbedingt das machen. Ich glaube, du könntest jetzt noch versuchen, eine halbe Stunde uns das zu erklären. Keiner wird je verstehen, was auch in dir da passiert sein muss und so. Es ist so besonders. Ja, Ich hoffe, dass du irgendwann vielleicht mal die Worte findest oder sowas. Oder vielleicht schreibst du mal ein Buch darüber, wie ich der verrückteste Handballer der Welt war für 2 Wochenenden oder was auch immer. Es ist jedenfalls was ganz Besonderes und ich glaube, dass jede grün-rote Seele dir erstens mal unendlich dankbar ist und zweitens auch 100% sicher ist, dass du das für keinen anderen Verein der Welt jemals gemacht hättest. wir können von Glück reden, dass du bei uns bist. Das ist gut. Wollen wir uns noch so kurz an den Steg stellen und mal so ein bisschen gucken? ja, auf Weil jeden Fall. eine wirklich Abschlussfrage, die würde ich gerne mit dir mit dem Blick auf den See stellen. Das wäre gut. Auf jeden Fall. Ja, okay. Wir haben von dir jetzt gelernt, isländische Gelassenheit ist angesagt, in jedem Moment, egal welches Chaos ausbricht. Und wir haben dich auch so erlebt jetzt gerade in dem Gespräch. Und andererseits lieben wir dich natürlich als diesen absoluten Fighter auf der Platte. Wie passt das zusammen? Wie geht das? Ja, ich würde sagen, egal wie groß der Rückschlag ist oder was auch immer, dann ist das Allerwichtigste, einfach wieder aufzustehen, weitermachen und nach vorne treten. Und das ist auch die Erklärung und das Geheimnis, warum wir dich in Magdeburg so lieben. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Herzlichen Dank.